Ich bin im Süden Frankreichs geboren, am Fuße der Pyrenäen in Sus, Navarenx. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Meine Eltern haben mir diesen Glauben weitergegeben und ich habe den auch in der Schule gelernt bei uns. Für mich ist wichtig, dass ich den Gott meiner Eltern folgen will und dass ich einen Bund mit ihm und mit meinen Eltern gemacht habe, als ich 14 Jahre alt war. Das nennen wir bei uns Bar Mitzvah. Und das ist ein freiwilliger Bund, den ich gemacht habe, dass ich meinen Eltern folgen will. Und darum lebe ich auch in der Gemeinschaft und verdiene nicht mein eigenes Geld und Wirtschaft so gesehen nicht in meine eigene Tasche, sondern alles, was ich tue, soll dem Ganzen dienen. Wir leben eigentlich wie ein Bienenschwarm, wo jeder seinen Teil tut. Nicht jeder kann alles tun, aber wir alle zusammen können alles tun, weil jeder gibt alles, was er hat und keiner hält was für sich zurück. Und nur so kann eine Gemeinschaft funktionieren. Gott hat ja den Menschen erschaffen und er hat ihn nach seinem Bild erschaffen. Und so wie wir miteinander umgehen, so sehr achten wir auch dann Gott. Wenn wir unseren Mitmenschen achten, respektieren, hilfsbereit sind, freundlich sind zueinander, so achten wir auch Gott. In der Gemeinschaft lernen wir, das zu geben, was wir können. Und wir wollen halt, dass jeder zu seinem vollen Potenzial kommen kann. Und das heißt, wenn man halt nur Leistung bringen muss, dann kommen manche, die schaffen es gut vielleicht, und andere, die bleiben zurück. Aber bei uns geht es halt darum, jeden dort zu fördern, wo er was gut kann und dass jeder das gibt, was er hat. Das ist halt ein starker Gruppenzwang, vor allem im Jugendalter, wo man halt akzeptiert werden will von seinen Gleichaltrigen. Und wir lernen halt aber darüber hinwegzugehen und einfach ehrlich zu sein mit unseren Kämpfen und einfach frei zu sein. Hier können wir halt frei sein, so zu sein, wie wir sind. Und man braucht Gott, um in so einer Gemeinschaft leben zu können und wahre Beziehungen zu haben, weil jeder Mensch hat diesen Egoismus in sich. Bis jetzt hat es in keiner Gemeinschaft funktioniert, wenn man so in der Geschichte schaut. Die Gemeinschaften haben angefangen, aber irgendwo hat es immer dann aufgehört, weil man kann über diesen Punkt nicht hinweg. Wenn man sieht, wo einer mehr gibt und der andere lässt sich einfach von den anderen mittragen. Das ist halt die Selbstsucht, die arbeitet uns auch, aber wir können errettet werden. Ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren, dass ich von meinen Sünden, von meiner Last, wo ich gegen mein Gewissen gegangen bin, dass ich das bekennen konnte und vergeben werden konnte. Und wenn man vergeben ist, dann will man es weitergeben an andere. Dann kann man nicht, wenn jemand an dir eine Schuld hat, dann kannst du ihm das nicht nachtragen, weil du selber diese Vergebung erfahren hast und du kannst ihn nur vergeben dann. Es geht nicht anders. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel, hat der Sohn Gottes gesagt.